Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist Talk. Heute mein Gast Butti. Er wird produziert von Berapis. Er gibt euch bös. Artist Talk Soundstar Studios. Baller wie der Killer Lancer, Berapis im Studio. Sonnenbrille auf, Gangster Paradise, Coolio. Alle reden über mich, also mach ich alles richtig. Rede über dich nicht, weil du interessierst mich nicht. Warum nennt ihr euch alle immer King of Rap? In den Credits stehen lauter Namen, aber nie ihr selbst. Hab ein großes Ego, so wie dieser Manager von Tupac. Und das Einzige, was du pusht, ist ein Kurat. Was geht ab, Butti in the house? Wie geht's dir, mein Freund? Gut, super, danke. Auf jeden Fall riesen Dankeschön, dass ich bei dir heute sein darf. Und ich habe auch richtig Bock auf das Ganze hier und freut mich sehr. Ja, sehr cool, dass dir auch das Format gefällt. Vor 2 Wochen haben wir erstes Mal geschrieben, jetzt Ja, bist genau. du da. Ich kannte dich bis jetzt noch nicht musikalisch. Passiert nicht so oft in München. Das Rap-Lexikon weiß normalerweise in jeder Nische, wer sich versteckt. Versteckte Talente in München, aber cool auf jeden Fall. Mamba, krasser Song. Danke Gerade dir, auch danke. eingeblendet Sehr am schön. Anfang. Erzähl mal was bisschen zu dem Song, über dich, woher du kommst und was du eigentlich so treibst. Ja, um jetzt gleich das aufzugreifen, weil du das ansprichst, dass du da mich noch nicht auf dem Schirm hattest, was musiktechnisch betrifft, liegt daran, dass ich, sagen wir mal, eine kreative, jahrelange Pause hatte dazwischen. Also ich habe schon zu einer damaligen Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das genau zurückliegt, aber bestimmt schon so 7 Jahre locker, vielleicht auch ein bisschen mehr. Habe ich zu MySpace-Zeiten schon Musik gemacht. MySpace sagt ja bestimmt normal, was. Bruder. Da Ja. bin ich drauf, seitdem ich 15 bin. Genau, okay. Gibt's auch immer noch. Okay, geil, In den okay. USA stark vertreten. Meine Songs als 15-jähriger Kacker sind da immer Okay. noch auf myspace.com/King Brownie. Ja, also alle abchecken, King Brownie. Ihr wisst Bescheid. Also der rappt nicht mehr, aber das war halt damals dieser Kanal so. Okay, Und da waren halt die ganzen alten Sachen drauf. So. okay. Ja, also wie gesagt, damals habe ich dann eben zu MySpace-Zeiten Musik gemacht unter einem anderen Namen. Da hieß ich noch Casa. Das war eine Abkürzung von Casanova. Den Namen habe ich mir nicht selbst ausgesucht. Hättest du nicht Casanova gesagt, das hört sich so an wie so Casa. Ich bin krasser, Bruder, verstehst du so? Ja, das, Sultan-mäßig. nee, das war ein anderer Grund. Das war damals war ich noch auf einem anderen Trip unterwegs und den habe ich bekommen von einer Kollegin, die auch Rapperin war. Die hieß, weil sie macht keine Mucke mehr. Sie hieß Queen Sai. So, die war auch bei Agro TV und sowas schon vertreten. Bei Halt die Fresse und so. Queen Sai. Also wie Queen und dann Sai SY. Und das war nämlich, der Ursprung ist nämlich dann so gewesen, dadurch, dass ich prozentual von der Followeranzahl mehr Frauen hatte anstatt Männer, hat sie mich dann so... Ja, Bruder, aber sei mal ehrlich, du kommst auch hier richtig fresh ins Studio, Bruder. Vielen Dank, Ich sehe so Adidas-Anzüge, Bruder, mit neuen designten Logo, dies, das. Bruder, auch starke Farbe, Bruder, muss Danke, man danke. tragen können. Ja. Südländer geht schon. Augenbrauen selber gemacht, hast du gesagt, Bruder. Ja, das muss ich auf jeden Also- Fall erwähnen. Ich habe von Mollos auf jeden Fall in alle Kameras ein riesen Kompliment bekommen für meine Augenbrauen an Die dieser Stelle. Augenbrauen sind stabil, Bruder. Danke dir, Bromon, auf jeden Fall an der Stelle. Normal, Bruder. Die Komplimente sind immer von... Also, du könntest heute schon mitmachen bei dieser Show. Zeig mir dein Outfit, Bruder. So, das ist meine eventuell. Adidas-Jacke, das sind meine Schuhe. Ja, könnte ich auf jeden Fall mich mal schlau machen, was das... Auf jeden Fall einer der bestgestyltesten Artists bis Dankeschön, jetzt. jawohl, Alter. Müssen wir so ein Award einführen. Immer am Ende des Jahres der bestgestylteste Artist bei Artist Talk. Sehr cool, Dankeschön. Ja, um auf jeden Fall jetzt nicht den Faden zu verlieren, bei den ganzen bezüglich des Namens und so, um das jetzt nicht so auszuholen. Ja, eben so kam ich dann eben zu den Namen, weil durch die Followeranzahl mehr weibliche anstatt männliche Zuhörer waren, hat sie dann mir so eine Nachricht geschrieben, beziehungsweise, glaube ich, oder mich angerufen und da hat sie ihm gesagt, bei dir läuft, du Casanova, dies, das und so kamen wir dann eben auf das. Und Wie lange Casanova, warst du dann, Casa? das war eigentlich, bis ich aufgehört habe, also Wann war der Bruch? Welches wow, Jahr? das war irgendwann so, ich denke, nach 2010 um den Dreh. Also wo dann MySpace auch dann so richtig... Genau, wo ich eingesperrt worden bin, Bruder. Okay, ja, scheiße, tut mir leid. Bruder, das Leben läuft, wie es läuft, Bruder. Ja, das- Aber 2010, warum der Bruch? Ja, das Ganze
also wie soll ich dir sagen, also die Zeit damals, die war natürlich, war schon gut, was musiktechnisch so betrifft, aber das war sehr schwierig, so die Musik so an den Mann richtig zu bringen. Das war halt das Problem. Ja, wie hast du das allgemein damals gemacht? Auch mit Aufnehmen? Bist du schon in Studios gegangen? Ja, nee, wir haben damals mit einem damaligen Kumpel von mir, haben wir also uns das ganze Equipment selber gekauft und haben das zu Hause aufgebaut gehabt, bei ihm in der Wohnung. Und haben, ja... Damals war das ja auch noch alles viel, viel kostenintensiver. So. Ja, klar, du musstest hier eben... Der Sound war voll scheiße, Bruder. Der Sound war jetzt nicht gerade der beste, um es so zu sagen. Früher, heutzutage weiß doch gar nicht mehr jemand, was eine Phantomspeisung ist oder sowas. Ja, also voll. ich sag dir ehrlich, damals Geld ausgegeben ohne Ende und trotzdem war immer so ein Summen so im Hintergrund von der Spur. Ja, das stimmt. Ja, wir haben das auch ganz witzig gemacht. Wir haben das auch so mit Matratzenmäßig so auch aufgebaut gehabt und bis wir uns dann so einen Schutz gekauft haben, so die es heute auch gibt, weißt du, wie ich meine, so genau und haben das halt dann so gehalten, aber ja, das kannst du natürlich nicht mit heute vergleichen, so. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mic, mit dem wir aufgenommen haben, das war so ein normales, so ein Sprechmikro, so wie das hier, und mit dem haben wir so die ersten Songs aufgenommen, bis wir dann erstmal gecheckt haben, wir brauchen ein Großmembranmikrofon und lauter so Sachen, wir haben da keine Ahnung gehabt. Wir haben so aufgenommen, auch mit so einem 20-Euro-Mikrofon auf Kassette, Digga, auf Ghetto Blaster, weißt du? Und haben da schon ordentlich Gas gegeben damals. Es war auf jeden Fall viel komplizierter, man wusste ja auch gar nicht, wer überhaupt Musik macht. Auch noch, ja. Weil diese sozialen Medien waren ja nicht so vertreten. Ja, genau. Ja, und so haben wir dann eben das gemacht gehabt und haben dann eben das über MySpace gemacht und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen das irgendwie rausbringen an die Leute und so. Und irgendwann haben wir dann halt angefangen, selber CDs zu brennen und haben dann Mixtape und so weiter gemacht und sind dann an Stachus rumgefahren und um Marienplatz und haben überall die so verteilt. Einfach. Echt, hast du diese ganzen alten Sessions noch gegeben? Ja, das habe ich noch selber gemacht. CDs vertickt. Ja, das habe ich gemacht. Das war ganz cool auf jeden Fall. Wir haben dann auch sehr dope auf jeden Fall. Ja, das gibt's nicht mehr viele, die sich das überhaupt geben würden, weißt du? Ja, das war eine coole Zeit. Das war schon geil. Viele Untergrundkünstler heutzutage, die sagen, ja, Spotify regelt schon, oder? Ja, natürlich. Du hast ja heute ganz andere so Möglichkeiten und so. Damals eben, wie gesagt, gab es nicht. Und das Connecten, aber was so an größere Künstler betrifft, so, da hast du natürlich, das war natürlich einfacher wie heute. So, heute hast du natürlich Künstler, die haben alle, also die großen Künstler, über 1 Million Follower und so weiter. Damals waren die halt aber alle noch viel kleiner und die waren auch viel greifbarer und kommunikativer auch. So, du konntest viel leichter mit denen kommunizieren, die anschreiben. Und da kam auch mal was zurück. Da kam auch was zurück. Da hat man gar nicht drüber nachgedacht, ob der dir jetzt zurückschreibt, vielleicht nur irgend so ein Mitarbeiter ist. Ja, genau. Nee, aber heutzutage, also ich wurde schon angeschrieben nach Ghetto Blaster damals. Ey, bist du es wirklich? Bist du wirklich Absturz, mit dem ich jetzt schreibe? Oder bist du irgendein Manager oder irgend so ein Scheiß? Da habe ich mich totgelacht über solche Nachrichten. Voll. Aber heute Standard. Also, wenn du einen großen Künstler schreibst, ich denke nicht mehr, dass da so richtig was ankommt. Ja. Eher wenn die live gehen und live sind und du Livestream was reinschreibst, dass das eventuell aufgegriffen wird oder sowas. Aber sonst sieht man auch auf Konzerten, okay, jetzt Corona hat viel so eingeschränkt. Aber früher war es eigentlich normal, nach dem Konzert kommt der Künstler mit seinen Fans, macht Fotos und so. Ja, total. Ist alles ein bisschen weniger geworden. Ja, bisschen distanzierter. Ja, aber dafür gibt es heute halt viele Portale für Interviews und sowas. MySpace war zum Beispiel, fand ich auch gut zum Künstler-Connecten. Ich weiß nicht, wie ihr das benutzt habt damals. Doch, wir haben das genauso gemacht in dem Sinne und wie gesagt schon und dann haben wir auch teilweise, oder ich habe dann auch versucht eben an andere ranzutreten und habe versucht mit denen zu connecten und die anzuschreiben und die haben natürlich dann halt auch deine Songs sich angehört und so und das gab es dann schon so, dass sich dann so Sachen ergeben haben, auch mit eben größeren Künstlern und so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so überlege, ich habe auch so witzige Situationen gehabt, zum Beispiel auch mit einem Shakusa und so, der damals noch bei Bushido und so unter Vertrag war, habe ich... Shakusa auf jeden Fall ein mächtiger Rapper, Bruder. Ja, finde ich auch. Feier ich übelst. Ja. Also, ich finde auch irgendwie schade, dass er so in der heutigen Zeit auch ein bisschen so untergegangen ist.
So auch von Ja, der Bruder, Hörerschaft. alle, die eigentlich weggegangen sind damals von EGJ, sind da mehr oder weniger Ja, gebrochene ja, stimmt. Künstler Ja, doch. gewesen, so. Ja, Weil Bushido hatte halt damals schon noch, sag ich mal, mit Abstand am meisten zu sagen. Mhm. In der Ja, in der absolut. Szene, weil er einfach der meistgehypteste war. Das ja, war ja, ja, unvorstellbar, wie der gehypt war. ja, So. ja, ja. Und wenn der gesagt hat, du Digga, ich habe keinen Bock mehr mit dem Sound zu machen, dann war es halt weg. Mhm, So. mhm. Ja, Ich glaube, der Einzige, der sich da wirklich halten konnte, war Flair und Sido. ja, Noch von den Agro-Berlinern so. das stimmt, ja. Aber alles danach, die Leute, die bei EGJ waren, waren danach weg. Ja, das stimmt. Ja, doch, eigentlich, wenn du so überlegst, ja, da war eigentlich kein. Gut, die haben es dann schon noch probiert, also Busy Montana und. Jakuza macht immer noch Musik, Ja, Busy ja. Montana macht Ja. immer noch Musik. Für Aber mich natürlich der Hype wie da, von damals natürlich, der niemals Glanz ist mehr, natürlich Digga. nicht mehr, ja. Das, Das ist halt schon das schade. wird auch allgemein schwierig sein. Das sind aber für krasse Künstler, weißt du, wie ich meine? So, Ja, Deep, also sind- Busy Montana also- und Jakuza ja, also- sind die deepesten Rapper, die ich kenne. Ja. So. Und stark, Bruder. Die Ja. haben mir in vielen Situationen, ja, hat mir die Musik von denen Mhm. geholfen. So. Deswegen Props an die zwei. ja. Vielleicht kommt auch einer mal zu Artist Talk, Jakuza, Busy Montana, schaut's vorbei. Das, Ihr wisst Bescheid, Tamanakö. geil. Ja, und wie gesagt, ja, und dann haben wir so connected eben durch Queenseye habe ich dann halt eben auch Jakuza kennengelernt, weil die auch sehr gut miteinander waren. Und die haben auch damals, ich weiß gar nicht, ob die nicht einen Song miteinander aufgenommen haben oder die wollten einen Song damals aufnehmen. Und das wäre natürlich das Nonplusultra gewesen in der Zeit, mit Jakuza einen Song, der gesigned ist bei EGJ und der war ja dann nach Bushido in der Zeit, wo dann Unter der Sonne und diese Alben rauskamen von ihm und City Cobra und so weiter, der war ja so das Ja, Ding. okay, ja, aber er war dann schon so, das war dann so die Hardcore-Anhänger, die haben ihn auch mitgefeiert, aber so einen richtig eigenen Hype, finde ich, hat er nicht gehabt. So einen richtigen Durchbrecher-Hype, meine ich. So wie heutzutage 187 oder damals ja, ein okay. Bushido oder Ja, das nicht. ein Sido Ja, ja. oder sowas. Ja. Also er war schon präsent, hat seine Verkaufszahlen natürlich gehabt. Ja, aber So, wenn du will das... ich ihm gar nicht ja, absprechen, ja. er hat auch eine gute Legacy so. Ja, Aber ich denke so, er stand schon im Schatten, Bruder. Alle standen im Ja, Schatten bei natürlich. EGJ, Bruder. ja, Alle. natürlich. Ja, das schon. Aber zu der damaligen Zeit, wenn du überlegst, so einen Song zu haben mit so einem Artist, das wäre... Ja, brutal, Das ist- brutal auf jeden Das Fall. ist wie wenn du heute, keine Ahnung, eben wie du Wäre schon... heute immer noch sehr interessant. Also ich Für denke mich auch. persönlich. Ja, ja, absolut. Also ich finde das immer noch ich finde den immer noch sehr Jakuza, stark. du weißt Bescheid. Deeper Shit, Bruder, Ja. komm vorbei. Komm vorbei bei Mollos hier. 089 versteckte Talente, du weißt, Bruder. Und ja, genau. Und so habe ich dann eben auch ihn kennengelernt. Und das sind dann halt zum Beispiel so Beispiele. Und das sind auch so Leute, die dann halt eben Hast auch... du den dann auch persönlich getroffen oder Also ging das war nur so- über MySpace? So Nee, über ich war dann auch in Berlin öfter. Durch sie und das war eine witzige Story und da waren wir in Berlin und ich war bei ihr zu Hause und der Plan war eigentlich an diesem Tag, wo ich dann da war, dass wir zu denen ins Studio gehen. So, und ich denke mir so, boah krass, ich bin jetzt in Berlin und das war eben Bushidos Nonplusultra-Zeit. So, ich denke mir so, krass, jetzt ins Studio gehen und Bushido ist halt auch dort und so, weißt du so. Und dann ruft er so an und ich sitze so da und ich wusste das aber erst gar nicht. Und sie sagt so zu mir, ja, wir gehen jetzt an den Studio. Ich so, was für ein Studio? Wir haben doch gar nichts von Song aufnehmen gesagt und so. Und dann sagt sie so zu mir, ja, warte mal. Dann ruft sie den an und telefoniert halt mit dem. Und dann er so, dann sagt sie so, ja, ich habe noch einen Kumpel da, der ist aus München, da kann ich den mitnehmen. Dann sagt er so, ja, kein Problem, ich hole euch ab. Und dann legt sie auf und dann sagt sie so, ja, Jakuza ist in 10 Minuten da und holt uns ab und wir fahren in ins Studio. Ich so, was? Ich so, wohin? Zu Bushido und so. Ich so, labert kein Scheiß und so. Und sie so, ja doch. Ich so, ja geil, Bombe. Dann sind wir da noch gesessen. Komm ehrlich, hat das Herzrasen. Ne, ich habe das gefeiert, natürlich. Normal, Bruder, Ja, hat das richtig Herzrasen. Natürlich, ich habe mich Bruder. gefreut. Na klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein, natürlich. Ich so, boah, geil und so. So, jeder denkt so, boah, vielleicht ist da eine Möglichkeit und so. Du weißt so, der Traum normal. eines jeden. Und noch in dieser Zeit so. Das war das Maximum. Und ja, aber leider hat er dann nochmal angerufen gehabt und er musste leider absagen, weil er ihn angerufen hat und er wohl gesagt hat, ja, nee, möchte ich nicht, dass sie jetzt kommen und so, weil kenne ich nicht die Leute. Und somit ist das Ganze Der typische Bushido halt. dann... Also, ich weiß es halt so nicht. heutzutage würde man sagen, der typische Bushido. Sei mal ehrlich. Ja, Aber besser so, Bruder, weil
er hätte sich bestimmt mit dir in die Haare bekommen. Weil wenn du da so kommst mit deinen Augenbrauen, alles so akkurat, er kommt das Haus 3 Wochen eingesperrt im Studio, hätte sich nur schlecht gefühlt, Bruder. Ja, nee. Ja, aber du bist immer noch Bushido-Fan, oder? Also Fan, also oder heutzutage, ich weiß gar nicht mehr, sagt man noch Fan? Hörer. Bushido-Hörer? Nee, also ich bin jetzt so jemand, so wenn ich was gut finde und so, dann sage ich das auch so. Ich bin jetzt nicht so jemand, der... Ich meine dieses Fan-Ding, für mich ist eigentlich, wenn ich noch höre, so Fan, denke ich so Kelly Family, die Leute fallen um, Backstreet Boys, ja, so hat man den Anschein. Bruder, haben 100 ja, okay, Poster, so jetzt nicht. so deswegen sage ich immer heutzutage Hörer einfach so. Hörst du ja, ihn? doch, ich höre den immer noch. Also ich verfolge das auch alles und so, was er macht und ich ziehe mir auch natürlich seine Songs und so weiter rein, auf jeden Fall. Doku auch Dinge gegeben? Doku habe ich auf Lunge mir angeschaut, gleich in 2 Tagen, ja. Direkt nach. Ja, aber ich war... Sei ehrlich, du warst beim Premiere-Link dabei. Ja, das nicht, 9, 8, das nicht, komm, aber ich hab auf jeden Fall schon mir das reingezogen, klar. Ja, ich denke sogar Leute, die im Haten haben, sich es natürlich. Ist einfach Warum auch? ein Teil Hip-Hop-Geschichte. Eben. Also wir müssen so, auch wenn echt einer was aufmacht, weißt du, wie ich Absolut, meine, dann eben. will man schon wissen, wie war das damals. Absolut. Oder die verschiedenen Sichten. Oder heutzutage ist jeder Experte, Bruder. Ja. Alle schauen sich das an, nicht wie ein Zuschauer, sondern so als wären sie irgendwo hier Polizei, Bayerstraße. Schauen sich genau an, so kriminalisieren. Wer lügt jetzt? Schau da, die hatte nach oben geschaut. Das hat er absolut. Ja, absolut. Nee, aber man muss ja auch sagen, das ist ja auch, wie man das jetzt auch sieht, er bekommt ja natürlich durch diese Stories sehr viel Hate ab in den Kommentaren von Leuten und so weiter, aber man muss natürlich aber auch Props, ich glaube, er hat auch viele Leute dazu gewonnen, die im Inneren so eine Einstellung halt teilen, die sagen, hey, das geht gar nicht, dass du hier, keine Ahnung, abdrücken musst oder irgendwas. Ach so, meinst du? Ich glaube, es hat ihm schon natürlich einige Leute gekostet, auch mehr als wir dazu gewonnen hat. Aber ich glaube trotzdem, dass generell viele gesagt haben so, ja, jetzt feiere ich ihn. Früher war er scheiße, aber jetzt... aber es gibt auch sehr viele, die das auch andersrum machen, die ihn gefeiert haben und dann sagen, ja, er hat das und das gemacht oder beziehungsweise das und das gesagt. Und ja, es ist halt schwierig, weil ich glaube, früher haben ihn viele Kriminelle gehört oder viele, die denken, dass sie Kriminelle sind, Kriminelle und so. Und wenn die natürlich hören, hier ausgesagt, bla bla bla, da hängt ja oft dann auch dieser kriminelle Leitfaden, so nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, Omerta, das. Wenn du das halt brichst, auch wenn du einen magst, musst du ihm den Rücken kehren, normalerweise auf der Straße, Bruder. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, was wir vorhin hatten, was ich schade finde, dass es so einen Bruch gegeben hat bei Bushido. So. Er war früher, hat immer gesagt, ich bin der Reale, ich bin wirklich der von Berlin, ich bin wirklich der Harte und so. Und jetzt auf einmal soll man ihn verstehen als Kunstfigur. Das ist für mich persönlich ein bisschen schwierig. Wie siehst du das Verhältnis da? Das ist gut, dass du das gerade anschneidest. Das ist jetzt so, hätte ich dich jetzt auch gefragt. Schau mal, ich frage jetzt mal so, was ist real und was ist nicht real? So, weißt du, wie ich meine? Real ist wahrscheinlich jetzt, was er jetzt zeigt. Ja. Aber das macht natürlich alles kaputt, was er davor war für die Leute. Ja, das schon, aber wer zum Beispiel... Oder du kannst nicht sagen, ich bin Scarface und dann gehst du nach Hause und bist Blumio, Bruder. Aber da musst du überlegen, das machen ja 90% der Rapper. Also ich glaube auch nicht, dass ein Kollege rausgeht und mit einer AK-47 rumballert und es kommt sehr oft zum Beispiel... Ja, aber es gibt diesen Unterschied. Könnt ihr eigentlich hier einbauen bei Artist Talk, finde ich persönlich. Ja. Dass ich eigentlich erstmal die Künstler frage, hey Digga, bist du eine Kunstfigur oder bist du ein Real Talk Rapper? Bruder? Okay, ja. So, weil das macht eigentlich den Unterschied. Ja. Er war halt der Real Talk Rapper oder viele haben ihn gesehen als der Real Talk Rapper. Und jetzt sagt er halt, hey, ich bin eigentlich Anis, ich bin eine Kunstfigur, Bushido ist nur eine Kunstfigur, die ich wie ein Superman-Anzug anziehe und wieder ablege. Und genau das ist halt das, was ich beiß, Bruder, weil das hat halt die Leute getroffen, die Street-Leute, verstehst du? 10 Jahre laufen sie jemanden hinterher, wo sie denken, so, der ist wirklich der realste Motherfucker so auf der Street, so, und am Ende sagt er, hey Digga, das ist nur meine Kurzfigur, ich bin jetzt doch der Anis. So, aber findest du, dass man sich da später nochmal so krass halt wechseln kann?
Ja, Das also, meine ich. also ich sag ganz ehrlich, jetzt nicht um jetzt irgendwie als Fanboy oder so irgendwie zu gelten oder sowas, sondern ich sehe das jetzt rein objektiv, weißt du, wie ich meine, so ihn als Mensch oder so, oder wenn ich mir jetzt das selber vorstellen würde. Aber das meine ich nicht. Ich meine so, Ja. kannst du damit leben, dass er sagt, so jetzt ist Bushido auf einmal nicht mehr echt. Bushido ist jetzt nur eine Kunstfigur und davor, was war, ist eigentlich so egal. Okay. Obwohl eigentlich die Zeit davor ja eigentlich seine große Ära war. Weißt Ja, du, wie ich ich weiß natürlich, was du meinst, aber ich sehe das gar nicht so schlimm. Also ich kann auf jeden Fall damit leben und ich finde das auch gar nicht schlimm in dem Sinne, so wie er das sagt, weil das sind ja... Okay, dann sind wir wieder beim Punkt, Ja. dass du nicht so weit ausholen musst, weil Okay. da wollte ich dich haben. Okay. Jetzt geht es mir aber darum, wenn du damit leben kannst, Mhm. womit ich auch leben kann, Okay. Bruder. Ich habe auch Kinder. Ja. Ich bin auch, wenn ich zu Hause bin, ich bin Real Talk Rapper. Mhm. Zu Hause heiße ich halt nicht mehr Mollos, sondern mit meinem bürgerlichen Namen. Aber trotzdem bin ich auch irgendwo da der Vater und die Leute kennen mich auch auf dem Spielplatz und mit meinen Hunden Ja. und so. Mhm. Aber wenn ich so einen Bruch gehabt hätte, wie er ihn gehabt hat, Ja. dann finde ich es aber trotzdem dreist, dass er jetzt alle Leute disst. Weißt du, wie ich meine? So. Mhm, okay. Das macht es Das- dann nochmal komplizierter, weil, Das okay, stimmt. du bist jetzt der erwachsene Vater, Ja. Bushido ist nur noch eine Kunstfigur, Ja. das ist nur noch deine Arbeit Ja. sozusagen. Ja. Ja, Bruder, aber dann machst du wieder Musik und fixst wieder mit da, weißt du, wie ich meine? So? Ja, das ist natürlich, darüber lässt sich natürlich streiten. Aber da hast du natürlich recht, da kann ich jetzt auch nichts hinzufügen, weil in der einen Hinsicht erklärt er sich ja, wie du schon sagst, dass er eben so nicht mehr so sein möchte, aber dann halt einen Song released, eben, wo er dann eben wieder, Ja, und vor allem halt nicht nur einen, weißt du, es ist halt schon jetzt eine Reihe an Backpfeifen. ja, Ich das gönn's ist ihm schwierig. auf eine Art auch irgendwie, weil er muss auch Ja. viel einstecken so. Ja. in den letzten Ja, Jahren. das Beste wäre halt natürlich, wenn er halt selber sich mal darüber äußern würde, genau zu dieser Frage. Weißt du, wie ich meine? So, er wird ja jetzt nicht in irgendwelchen Interviews genau diese Frage konfrontiert, sondern es geht halt immer um diese ganzen anderen Sachen. Aber Seine Antworten werden von Manuelsen nur noch gegeben. da hat er schon recht gehabt mit dem. Ich glaube, er hat das, irgendwo gesagt gehabt, oder? Du, Ja, er hat das gesagt. ja, aber Bruder, das aber es ist halt ja, schwierig. ist schwierig. Das ist, Bushido ist halt schon ein Medienphänomen auch. ja, Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. aber du musst jetzt auch ehrlich sein. So, scheiß mal auf Aber das. er hat auf jeden Fall alle geprägt. Ja, eben. Wenn So, er darauf war, hinaus. also was diese Street-Attitude und dieses Street-Ding, so, er war so der Erste so im Prinzip, so mit diesem ganzen Zeug. Auf jeden Fall, So. Digga, auf jeden Fall. Also so Davor parallel war mit ja mehr Agro. so Horror-Rap oder Porno-Rap oder sowas. So Sachen, genau. Und ich bin ja auch jetzt also ich bin jetzt zum deutschen Rap, bin ich eigentlich so nur wegen ihm gekommen, so damals zu dieser Zeit. So, ich habe vorher halt nur Ami-Sachen Agro gehört. Berlin halt, oder? Ja, also bei mir war es eher er. Also ich war jetzt nicht so der Agro. Ich habe Agro ein bisschen mir reingezogen, aber das war nicht so mein Ding. Hast du wieder diskriminiert, hast wieder nur zu deinen... Ich wusste, dass das Ding kommt. Schön. Sei ehrlich, Bruder. Das war, Bibi sagen wir ist da, so, Bruder. ich tue das jetzt so politisch korrekt ausdrücken, so ich habe mich so mehr so in dieser Ecke gesehen, als in der, das war mehr so, ich konnte mich damit besser identifizieren, so. Ja, Sagen wir normal, so. Normal. Aber das ist jetzt gar nicht deswegen, sondern die haben halt... Ja, überhaupt nicht, Bruder. Ich wollte jetzt Also- nichts unterstellen. Nein, Ich voll. wollte es nur mal so ein bisschen überspitzt Voll, da nein. sagen. Aber- Weil früher war es schon ein bisschen so. Ja, Du ja. hast in die Flair-Ecke geschaut, da stand der Markus, der Max, der Ja, Felix. Ja, Dann voll. hast Bushido geschaut, da stand der Mustafa, der Und die Gökhan, Hassans der und Ahmed. genau. Bruder, weißt du? Ja, ja, das ist so. Das war ja auch damals so. Das war schon so. Aber so kam ich halt eben zum deutschen Rap, dass ich mir den reinziehe. Und am Anfang, muss ich aber sagen, war so das Typische, wie bestimmt bei allen, so vom Ami-Rap und dann steigst du um auf Deutsch, denkst du, boah, was ist denn das für ein Scheiß? So, weißt schon, dieses Straßen. Bei mir war so. das Erstmal- gar nicht so, Bruder. Also bei mir war das erst Für so. mich war Deutschrap so die Erlösung, weil Mhm. ich habe Ami-Rap gefeiert, Bruder, Mhm. aber mir war das zu dumm, immer recherchieren zu müssen. Ja. Was rappt er? Weil ich war in Englisch nicht so gut, Bruder. Ja, Ich war auf Brennpunktschule, Digga, da gab es nicht so viel Lernen zu Hause. ja. Und ja, Digga, dann habe ich Cool Savage gehört, Lutsch mein Schwanz, Mhm. LMS, Haus und Boot. Ja, ja. Dann Frauenarzt, Bruder, diese ganze Horror, Bass und dann Hengst, Mhm. MC Boogie.
Bruder, das war meine Erlösung. Alle sagen, du bist krank, was hörst du für Musik? Ja. So, ich war der Pionier, verstehst du, der noch von jedem hören musste. Das ist aber gegen Frauen und das ist. Wir haben das tot gefeiert als Kinder, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Ja, glaube ich dir. Ja, da gebe ich dir recht. Aber eben, und dann so kam ich halt eben zu dem Deutschrap-Ding und da bin ich dann auch erstmal hängen geblieben auf dem Ganzen, weil dann habe ich mich auch erstmal in diese ganze Thematik dann reingehört und so. Und ich weiß gar nicht mehr, war das Elektro-Ghetto, glaube ich, war das. Da wo ich, genau, bei Elektro Ghetto bin ich eingestiegen, schon spät für diese Verhältnisse und dann bin ich nochmal zurück vom Bordstein bis zur Skyline und ab da an war ich dann so... Das ist aber schon echt spät, Bruder. Ja, sag ich ja. Ich hab Bushido schon gehört als Sonny Black, Bruder. Ja, du hast noch Demo-Tape und das Zeug gehört. Na, da habe ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich gehe ins Treppenhaus, wir zocken Tekken, ich boxe ihn trotzdem weg. Irgendwie so bei Nacht damals Sonny Black, krasse Songs. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir erst danach dann, also rückwirkend reingezogen. Ich bin halt, wie gesagt, erst bei Elektro Ghetto, weil für mich war Deutschrap so, ging gar nicht so. Ich war... normal, du warst halt Casanova, Bruder. Ja, das kam erst danach. Das kam erst danach. Aber jetzt... wir waren ja MySpace, dann hat es mit Bushido nicht geklappt. Genau. Welchen Künstler? Ja, und ich habe dann, hast du noch so kennengelernt? Also ich habe jetzt zum Beispiel, so dann auch über MySpace so rumgeschaut, wen es denn aus München und so gab und so zu dieser Zeit. Und mal abgesehen jetzt von Alias und so von den Untergrundleuten und die mir noch im Kopf geblieben sind, sind auf jeden Fall... warte mal, der heißt jetzt, glaube ich, Omero. Der hieß damals Ömer K. hieß der damals. Und wenn mich nicht alles täuscht, den weiß ich noch, mit dem habe ich auch connected. Dann Tilosh habe ich noch im Kopf von damals. Zu MySpace-Zeiten, wer waren da noch am Start? Typhoon war noch am Start. Den habe ich noch im Kopf, was so MySpace-Sachen betrifft aus München. Und ich habe vorhin auch mal kurz was gehört, so Echo Fresh, was war das? Das war eine andere Story. Das war auch eine geile Story. Da waren wir auf einem Konzert im Backstage. Das war Echo Fresh, war der noch bei Bushido gesigned und da ist er mit dem Eka Valley Album da gewesen. Also das war für mich der das Butzi Beste. muss ja bei jedem EGJ-Konzert am Start sein. Achso, nee, das war jetzt nicht deswegen. Das war jetzt nicht deswegen. Ich sehe schon in den Kommentaren Butzi Fanboy EGJ, Label Deal EGJ. In Wahrheit, wie gesagt, also ich finde, der hat jeden geprägt, Digga. Also ich muss jetzt sagen, auf jeden Fall, also wo Echo dann, also das war, also wenn wir jetzt rüber switchen zu Echo, für mich so, das war Eka Valley war für mich so sein bestes Album bis heute. Auf jeden Fall, das hat total rasiert, das, also ich fand das so, das war das erste Album, wo so meine Street Hustler sogar von ihm gehört haben. Davor immer so, der Echo. Ja. Diese Stimme und so. Aber Eka Valley, Bruder, das sind selbst die Street Hustler, Bruder, sind ausgetickt, haben Sound auf jeden Fall. Und so. Auf jeden Fall. Was hältst du davon, was Echo jetzt so heutzutage macht? Macht ja auch Echo verfolge ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt. Ja, das finde ich immer gut, wenn man sich so engagiert für so Sachen und wenn du so eine Reichweite hast. Eine Serie gehabt, ja, und das habe ich mir angeschaut, ja, das fand ich ganz cool. Das war ganz cool. Ferris MC. Ja, das fand ich ganz cool. Oder früher war Ferris MC die schlimmste Beleidigung. Absolut. Sorry an Ferris, falls du das irgendwann mal dir das war krass, das ist wie wenn du zwei Leute sagst, Little Phil. Ja, man, no front an dieser Stelle, aber ja, du hast recht. Das stimmt voll. Habe ich mir auf jeden Fall reingezogen, fand ich ganz cool. Ist mal eine Abwechslung jetzt. Aber wobei ich sagen muss, jetzt im Alter habe ich echt mal so ein paar Ferris-Songs gehört. Gell? Ja. Muss ich sagen, verstehe ich fast gar nicht, warum der so krass gefickt. Okay. Wegen seinen Äußeren halt, wegen seiner Haare. Das könnte vielleicht sein, so. Ja. Aber eigentlich so, der hat so skillmäßig auf jeden Fall was drauf, also so was Technik angeht zu rappen. Ja. Das Gleiche ist, wo du das gerade ansprichst, da gab es doch in der Zeit, war ja auch Curse und so. Und das habe ich auch mal so, der wurde ja Studentenrapper. Ja, aber wenn ich das jetzt mal so im Nachhinein mir mal reinziehe und so, krass, Digga. Also lyrisch und so, braucht man nicht reden, also ist wirklich stark auf jeden Fall, also sehr gut so, weißt du, wie ich meine? Und deswegen, ja gut, aber damals war man halt noch jung und verrückt. Diese Bruder. Zeit damals halt war nur Street, Bruder. Hose in die Socken, das war... Auf der Lockenhasenscharte, da warst halt ein Ferris, Digga. Ja, da hast du recht, damals war einfach die Zeit einfach eine andere. Machen wir mal einen Sprung. Weil wir waren jetzt sehr viel. Ich wollte dir noch das mit dem Echo-Ding erzählen. Okay, erzähl mal. Das erzähle ich dir noch. Und das war eine geile Story. Und da war ich eben beim Backstage-Konzert mit einem Kumpel. Und da Backstage kennst du, ist ja jetzt nicht so riesig. Ja, aber jeder kennt. Genau. Und
das war halt echt, ich glaube, nur halb voll oder so. Da waren echt kaum Leute, also an dem Tag da. Und das war aber wirklich geil, weil wir standen halt dann in der ersten Reihe und gleich an der Box ja, bis so hoch zur Bühne. Das war wirklich nur Hand ausstrecken, dann warst du schon oben auf der Bühne. Und da war ich noch ein bisschen anders unterwegs, so ein bisschen auf Jäger Bull und so. Ein bisschen einen über den Durst getrunken. Richtig schön angesagt. Und dann war ich da voll im Modus. Und ja, dann hat er seine Show begonnen. Und ich war halt richtig im Film und habe halt wirklich komplettes Album habe ich mitgerappt, von Anfang bis Ende. Und das war beim Song dann bei Ringfrei lief dann. Da sind wir wieder beim Bushido-Ding. Jetzt hast du mich. Es dreht sich alles um die schwarze Sonne. Ich glaub's nicht. Black, und ja, dann kam eine geile Situation auf jeden Fall. Und ich war so laut, dass dann Echo irgendwann, das gibt's auch noch auf YouTube, das kann ich dir mal einen Link davon schicken, das als auf Video. jeden Fall, haus in die Kommentare. Oder die Leute genau, ich tue es in die Bruder. Kommentare dann posten und da sieht man das auch noch. Da war ich eben so laut und habe das so krass mitgebackt, den Song, dass irgendwann Echo dann auf mich gezeigt hat und dann hat mir Summer die ganze Zeit das Mic runtergehalten und dann habe ich in der Hook mitgebackt, also man sieht nur in dem Video die Hook und so und vom Part, aber du hörst mich schreien so laut, dass es schon wie dritter Backup ist. Ja, voll. Und als der Song dann aus war, das sieht man da leider in dem Video nicht, da hat er halt gesagt, ja, bleib mal später noch da nach dem Konzert und hat auf jeden Fall gesagt, du kannst ja mein eigenes Album besser rappen als ich selbst. So, ja. Das war für mich Highlight. So, ja, ist geil, Digga. Das war geil so. Und, so ein Erlebnis hatte ich auch im Backstage, nicht mit Echo Fresh, aber mit Atze Jope. Okay. Der ist der beste Freund von Boogie gewesen, oder immer noch, weiß ich nicht. Boogie hat an dem Tag sein Konzert abgesagt und nur MC Bastard war da und halt Atze Jope mit Verpeilers heißen die. Ja. Und da ist auch Jope zu mir gekommen. Also, du bist der einzigste Atze in ganz München. Komm, ich geb dir ein Bier aus. Ich so, Bier ist auf ihn nicht. Komm, ich geb dir was aus. Habe ich Jackie Cola ausgegeben. Das war ganz cool. Okay, geil. Ja, und so kam das dann. Wir sind dann auch da geblieben. Und dann haben wir auch dann uns connected mit dem ein bisschen, also dann nach dem Konzert und dann meinte er so, Summer Jam war auch mit dabei, der hat den da gebackt an dem Abend und sagte so, ja, was macht ihr Jungs noch und so. Und dann ist so, ja nichts, wir gehen jetzt nach Hause. Er so, nein, ihr kommt jetzt mit uns mit, wir gehen jetzt noch saufen, Disco, dies, das und so. Das Problem war aber, wir sind natürlich, wie sich's gehört, auf dem Rap-Konzert in Jogginganzug natürlich gegangen. Normal, da kommst halt nirgendwo rein in München, Bruder, außer vielleicht mit deinem heutigen Anzug, Bruder. Vielleicht mit dem wäre ich damals reingekommen. Schon was Besonderes, Bruder. Wobei ich jetzt so bedenke oder so im Nachhinein denke, vielleicht wären wir doch mit denen reingekommen. Dadurch, ja klar, normal. Aber damals habe ich nicht so schnell so das realisiert. Du warst halt der Kasar, Bruder. Du dachtest, mit Jogging geht nicht so. Heute eh keine Frau mehr, Bruder. Ja. Das ist schon vorbei, Digga. Ja, und dann sage ich so zu Summer, liebend gern und so, aber wir kommen nirgendwo rein, so, keine Chance. Und dann er so, doch, ihr kommt schon rein und so. Und eben dann haben auch die 4 Jäger Bull reingekickt, dann warst du halt auch nicht mehr richtig so bei Ding. Normal, das und dann ist scheiß so, drauf, Digga. Und dann ist so, Summer Jam ladet mich ein auf eine Party, aber ich scheiß drauf. Aber dann hat dann doch die Vernunft im Nachhinein, ja, Vernunft kann ich jetzt nicht mal sagen, hat dann die Vernunft gesiegt und ich habe gesagt, komm, lass über MySpace schreiben. Dann sind wir wieder bei MySpace und dann bleiben wir in Kontakt und ja, sind dann eben so verblieben, die sind halt dann noch feiern gegangen, wir sind dann halt wegen Hast du aber den Kontakt nochmal gesucht? Ja, wir haben dann natürlich den Kontakt gehalten und ich habe dann auch mit Echo geschrieben gehabt, so kam das und dann hat er ihm gesagt, ja, fand er das voll lustig und so weiter und das war, aber ich habe dann mit Echo geschrieben in dieser Zeit, als er dann weg war vom Bushido und wo er dann auch diese Phase hatte, wo er broke war und so. Und dann haben wir so geschrieben und dann... Ja, normal, Digga. Das war diese Zeit damals. Das, wo ich gemeint habe, Bruder. Jeder, der weggegangen ist, war erstmal auf jeden Fall geschrottet. Da kann ich mich nur sehr gut dran erinnern. Das war in dieser Zeit, wo er... Kennst du noch diesen Song, wo er gemacht hat in der Küche, wo er diesen Burger und so isst, wo er in der Küche am Boden liegt und ich bin weg vom Bushido, jetzt hat das Leben wieder einen Sinn. Genau. Genau, das war in der Zeit und dann haben wir auch eben connected bezüglich eines Features und so. Das Ding war aber teuer. Ja, das waren also zu den damaligen Verhältnissen, ja, das kann ich schon sagen, ist ja egal, das waren 1200 wollte er haben. Echt, ich habe damals irgendwas gehört, mal mit 2500.
Die waren ja alle damals gar nicht so teuer, wenn man mal so aus heutiger Sicht sieht. Ja. So, ich weiß damals auch, habe ich gehört, 2.500 MC Boogie Feature, das kriegst du heute nie wieder wahrscheinlich. Ja, deswegen, und ich schwör's dir, ich bereue das, weil damals der Hustle war real, man war jung, man hatte natürlich nicht das Geld und so, und ich habe die ganze Zeit überlegt, boah, wie spare ich mir das zusammen, weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwie jemand anpumpen, weil erzähl du mal irgendjemand, ja, gib mir mal 1.200 für ein Feature mit Echo Fresh, die würden mich angucken und sagen, bist du dumm für sowas? So. Sagen, du kleiner Sängler, so Fanboy, so. Genau. Und ich wusste dann nicht, wie ich das zusammenbekomme, und ich habe das dann eben nicht zusammenbekommen, und das war halt das Ding, und das bereue ich bis heute echt zutiefst so. Alleine auch, das muss ja nicht sein, dass es ein Riesending gewesen wäre, aber für mich so als Nostalgie. Normal, Bruder. Ey, ganz ehrlich, Mann, Weißt du, es ich war mein- heute noch ein Riesending. Ja, so. Er macht zwar heute so für mich ein bisschen verplante Musik, also ja, schon. unstrukturiert. Eine Ja, Sache anders ist halt. lustig, eine ist sozialkritisch, eine ist... Ja. Jetzt mit Tony Dasi habe ich gesehen, hat der, glaube ich, ein Album sogar gemacht. Echt? Bruder. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die haben jetzt Okay. auch zusammen, glaube ich, ein Album gedroppt sogar. Okay. So, schade, Digga. Er ist halt... Aber was viele nicht wissen, er macht halt auch sein Cash auch viel mit Songwriting. Ja, Er sowieso. schreibt sogar auch englische Popsongs, Bruder. Echt? Das Ja, wusste ich jetzt nicht. Für Okay. amerikanische Artists. Okay, ja. Ja, wer weiß. Also wie gesagt, welche vielleicht... Von Katterfeld hat er, glaube ich, ja, auch da hat Texte er ja... geschrieben. Ja, und da so. hat er doch auch irgendwie so einen Hit gemacht damals. Ich weiß jetzt nicht mehr. Bestimmt. welcher das war. Ja, safe. Aber lass mal diese Themen weg. Ja. Das war zwar jetzt sehr interessant, Bruder, Ja. weil es ist allgemein interessant von einem Künstler zu hören, wie er angefangen hat. Aber es ist schon spät, 1:30, Nachtschicht, Artist Talk. Oh je. Deswegen kommen wir jetzt mal zum heutigen Style. Was würdest Okay. du heute über deine eigene Musik sagen? Ist die jetzt Bushido geprägt oder allgemein so Street geprägt oder was machst du für Musik? Heute gibt es so viele Ja, verschiedene Arten von Sound. absolut. Manche sagen, ich mache nur das eine Genre. Manche sagen, mir ist es egal, ich mache Ja. mal so. Wie schaut's bei dir aus? Also der Hauptbestandteil ist jetzt auch, wie meine Mama hört oder danach, wie auch immer, oder sich das auf Spotify anhört. Ich mache so, es ist jetzt du kannst es nicht jetzt in irgendwie eine Sparte stecken, so dass du sagst, ja, das ist Drill oder das ist Gangster-Rap oder das ist so, sondern ich mache Mucke so, wie ich selbst bin. So, es ist Punchline-lastig, es ist Wortwitz dabei, es ist natürlich auch meine... So Battle-Rap-mäßig? Ja, ich würde jetzt, ja, sagen wir mal eher in diese Richtung vom Battle Rap auf jeden Fall, aber schon auch mit meiner Attitude gepaart, so wie ich als Mensch auch bin, weißt du, so Ja, ein dieses... bisschen Realness fließt immer ein, aber Natürlich. schon mehr so Kunstfigur auch, oder? Ja, also ich bin jetzt, also das, was ich sage in meinen Songs, das ist dann schon so, wenn ich jetzt rappe, ich habe in meinen DMs Blizzarian Bitches, dann sind es, also jetzt nicht so herabwirkend gesprochen, dann Was sind soll es... da? Heutzutage, die wollen das doch. Die Ja. nennen sich doch jetzt alle Boss-Bitch. oder? Ja, stimmt. Ja, da hast du auch recht. Aber ich möchte das jetzt nicht so herabwirkend erklären, sondern damit meine ich natürlich, dass ich quasi... Oder Bitches sind Bitches. Nee, nicht so in dem Sinne, Du bist sondern... Casanova, du weißt es. Ja, den kriege ich jetzt auch nicht mehr los. Jetzt habe ich einen AKA wieder mit Back to the Roots. Und Ach, nein, auf jeden Fall, das sind halt meine überspitzte Art und mein Humor ist halt auch so. Aber es ist jetzt nicht, die Musik ist ja nicht an sich witzig, sondern so dieses, ja, diese Coolness, man, Finesse. auch Autotune. Also sagen wir mal so, ich mag oder auch... Drill. Oder Ich mag halt auch gern Dark Rap oder so. Sachen mag ich auch sehr gern. Also ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich also mich fest beziehe auf diese Beatart und nur noch jetzt solche Songs mache. Das wird auf jeden Fall auch ein Switch kommen, ist klar. Und ich werde auf jeden Fall auch mal bestimmt was Melodisches ausprobieren. So, wir haben auch Hast du ja mit Berapis da den besten Mann. ja genau, übrigens, bester Mann, Grüße. Bist du zu ihm gekommen? Grüße erstmal an Berro, mein Bro. An Berro bin ich gekommen über Support für den Süden. Jetzt. Genau, über Support für den Süden bin ich zu Berapis gekommen. Alle mal Support für den Süden. Genau, ganz folgen, wichtig, alle abonnieren. Support für den Süden Joey folgen. braucht Hack, Bruder. Genau, Grüße gehen raus an den Bro. Und ja, so bin ich auf jeden Fall auf Berro dann gestoßen und habe ihn dann bei Insta angeschrieben. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann bei ihm gelandet bin. Und ich muss auch sagen, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache, wo du recorden gehst.
dass man da auch auf einer Welle ist, so dass du weißt, so der Vibe muss halt ja, das passen, ist sehr oder? wichtig und das weißt du natürlich vorher nicht, wenn du den Menschen noch nicht kennst, aber jetzt no homo an dieser Stelle, aber als ich da hingekommen bin, das war gleich Liebe auf den ersten Blick und wir haben uns super verstanden von Tag 1 und wir sind so und das merkst du dann halt auch, so wie die Arbeit läuft. So bei uns ist so eine Studio-Session, kannst du dir vorstellen, ist 2 Stunden recorden, weil wir sehr schnell 5 Stunden Shisha rauchen, und oder? 5 Stunden diskutieren, unterhalten über die Welt und keine Ahnung, über Gott weiß was, alles Mögliche. Und das ist natürlich sehr schön stark. dann. Ja, sehr schön. Hast du davor auch mit anderen Produzenten gearbeitet oder war das jetzt der erste nach deiner Pause? Genau, nach meinem Comeback in dem Sinne war das der erste, ja, mit dem ich wieder dann zusammengearbeitet Wie habe. viele Songs hattest du früher draußen so? Boah, Oder also war ich das habe ein nicht mehr Mixtape zu sehen? gemacht, dann diverse Feature, ich weiß es gar nicht mehr. Also schon einige auch. Kommen ja. jetzt auch Features oder hast du einen Partner oder bist du im Label oder? Also wir haben jetzt, also vor Mamba haben wir einen Song gemacht mit Michel Lever, der ist noch sehr unbekannt, was das betrifft, der ist ein Sänger. Und da haben wir einen deepen Song gemacht, der heißt Wind, den könnt ihr auch bei mir im Spotify reinziehen. Checken. Genau, und auf den sonst üblichen Plattformen. Genau. Und ja, genau, da sind wir zum Beispiel auch ein bisschen in der Hook ins Melodische gegangen, aber jetzt nicht von mir, sondern von ihm her. Das war jetzt so das erste Feature, was wir gemacht haben. Und ansonsten jetzt erstmal ist featuremäßig nächste Song, der kommt, also ist wieder ein Solo von mir, Single, auf dem Beat von Berapis. Wird als nächstes kommen. Ich kann jetzt aber noch nicht genau sagen, wann, weil der muss noch erst recorded werden und du weißt ja dann die ganze Prozedur und so. Aber was als Feature auf jeden Fall ansteht, was ich auf jeden Fall erwähnen kann, ist mein Bro, der Noise. Den kennst du ja auch. Normal. Genau, und den kenne ich aber schon sehr, sehr lange mal auch, abgesehen von der Musik und mit dem werden wir auf jeden Fall... Dass wir uns dann nie getroffen haben, Wahnsinn. Weil ich hatte ja auch eine Zeit lang sehr viel Kontakt mit ihm. Ja, ja. Jetzt schreiben wir noch ab und zu. Er macht ja jetzt auch Richtung Tätowiererei. Ja, genau. So ja. haben wir auch schon einen Termin gemacht. Kann er beim Papa auch nochmal schön Farbe lassen. Okay. Auf jeden Fall geil. Ich freue mich auch. Vielleicht haut er auch demnächst mal wieder was raus. Ja, der hat auch Schon eine Zeit länger lang nichts gemacht. gekommen. Ich habe eben, heute Morgen habe ich sogar mit ihm Aber gesprochen. er ist ja so. Ja. Er sagt auch, ich bin so. Ja, er sagt auch Mir so. ist egal, Ja, es kann Jahre geben, da mache ich 5 Alben so. ja, voll, hat er auch Und es gesagt. kann auch Ja, Zeiten geben, da mache ich halt einfach nur ja einen hat er Song. gesagt. Der hatte da nicht so richtig Bock so auf Musik und ja. Und auf jeden Fall. Ja, Bock schon, aber halt nur, wenn er halt auch Bock hat. So. Ja, Weißt du? oder so. Genau. Jetzt nicht so, wie sagt man, diszipliniert, dass man sich selber so Maßstäbe setzt. So. Ja gut, du hast halt auch, manchmal im Leben hast du halt auch die Phasen, wo du halt auch keinen Bock hast zu schreiben. So. Du weißt selber, wie das ist, wenn du... Ja, ich glaube bei ihm, weil ich kenne so Ja. richtig so die ganze Geschichten von Okay, ihm. So. okay. Das wäre ein bisschen krass, viel auszuholen, aber ich glaube, er gehört einfach... Er ist ein Macher und wurde einfach enttäuscht, weil zu wenig von den anderen gemacht worden ist. Ja, das ist auch so ein Ding, da haben wir auch so, uns... und dann die Enttäuschung ist halt dann irgendwann so groß, denke ich, dass man dann halt sagt, so jetzt mache ich nur noch, ja. wenn ich wirklich Lust habe, Ja. sonst scheiße ich drauf, weil wenn ich richtig machen will, dann brauche ich die Leute, die richtig mitziehen und das ist halt heutzutage schwierig. Ja, ja, da haben wir uns auch unterhalten, echt, das war das, ich glaube gestern sogar war, das haben wir uns auch so über die Musikszene unterhalten und da habe ich ihm eine Voicemail geschickt und habe ihn gefragt, ich habe das Gefühl, dass so... Du hast gesagt, ich gehe zu Molos Artist. Das habe ich auch gesagt, ja. Wie ist der so? Und dann hat er, ne, das nicht, er hat gleich gesagt, sag's den schönen Gruß und so und soll ich dir sagen, Ist der aber... so? Ist das ein Wichser? Nein, das nicht. Nein, um Gottes Willen. Und da haben wir uns auch, weil du das gerade ansprichst, unterhalten über diese Rap-Szene, auch bei uns, also in der Stadt, generell so auch das Miteinander. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ist es jetzt so mit den Jahren besser geworden, weil ich war ja lange Zeit nicht da oder ist es schlimmer geworden? Und dann hat er auch gesagt, ja, das ist eher schlimmer geworden. Beides. Ja. Nein, beides. Bruder. Beides? Also Beides. ich habe jetzt so das Gefühl, was ich jetzt so mitbekommen habe, Es so... ist besser geworden, wenn ich dich kurz unterbrechen Ja, gerne. darf, so meiner Meinung nach. Es gibt schon so mehr Zusammenarbeiten, Ja? so mehr Verknüpfungen, Bruder. Aber hintenrum ist es noch schlimmer geworden. Deswegen Finde ich sage sehr ich schade. beides.
So. Aber sind diese miteinander, sind das dann Leute, die sie auch gar nicht kennen? Oder sind das dann oder schon die wieder... meisten kennen sich schon so von Sehen oder von irgendwelchen Auftritten oder der eine kennt den, der schau, ich kenne dich nicht, aber du kennst Neues. Neues war ein Bruder von mir in der Zeit. So. Und deswegen kann ich dir sagen, hintenrum ist es schlimmer geworden, vornerum ist es besser geworden. Ja, ich finde das schade. So, sowas. jetzt postet man halt mal so plakativ mal ein, so um zu zeigen, ja, ich könnte ja auch supporten. Aber das ist zum Beispiel, das ist ja gut, dass du das ansprichst, das finde ich zum Beispiel sehr schade. Was passiert zum Beispiel oder was nimmst du einem weg oder was hast du selber oder was passiert dir Negatives, wenn du jetzt zum Beispiel ein Release hast und ich teile einfach deine Story und verlinke dich drauf. Erstens mache ich dir eine Freude, zweitens generierst du ja durch meine Leute, die mir folgen, ja auch wieder Hörer und Ansehen und ja, aber schau mal, ich leite diese Battlefield nur nach neuen Rap-Magazin-Seite. Ja. Und viele wissen gar nicht, dass ich die leite. Mhm, okay. So, jetzt hast du dich geoutet, jetzt weiß ich. Nein, Bruder, wenn mich jemand verfolgt als Person oder was ich mache, weiß das so oder so, Bruder. Achso, okay. Ja. Weil das war eigentlich eine Veranstaltungsserie und ich habe das dann umgebaut zu einem Internet-Support wegen Corona. So. Okay. Aber was halt auffällt halt, so, ich gehe dann auch durch, schaue einfach, wer hat Storys gemacht, wer das und teile einfach wild drauf los, zack, mehr oder weniger. Ja. So, aber weißt du, wie wenig Leute so zurückposten diese Storys, weißt du? So, das aber ist schon, das ist es, schon warum? Aber ich verstehe das gar nicht, warum. Mir so, so für mich jetzt, wenn ich auf mein Molos-Profil gehe, egal welche verfickte so Hip-Hop-Seite oder so, wenn die mich einfach teilt, einfach so, die teilt mich einfach so, Bruder, dann drücke ich doch so zurückteilen, Bruder, keine Ahnung. Ja, aber, ich nicht. Aber das ist sehr gut, dass du das sagst, aber das ist halt eben das, was ich meine. So, zum Beispiel du postest jemand und der repostet das dann nicht so. Ich weiß jetzt für manche Leute so, die sich das jetzt reinziehen, denken, boah, was ist das? Warum muss man sich über so... Das ist für ein Thema. Warum? Oder? Ja, aber das ist das verstehen viele Leute nicht so nach außen, dass es ein sehr großes Problem auch ist. Aber wenn sie das sehen, Bruder, Habibi, ich küsse dein Herz. Ja, küss Ohren, Wann machst du mir wieder Augenbrauen? Wann machst du meine Ohrhaare mit Wachs, Bruder? Ja, das ist halt, du Hurensohn, du warst der Bastard-Ding. Aber das ist halt eben schon mal, ich sehe das so, wie gesagt, ich habe ja nichts davon, sondern, also in dem Sinne, sondern ich tue ja dem was Gutes. Der freut sich, der wird geteilt, denkt sich, boah, korrekt, vom Bootsy hat mich geteilt, so sehr korrekt von ihm. So, ich erwarte das gar nicht von jemand anderem. Ich freue mich mehr, wenn es jemand von sich aus macht, weil dann weiß ich, okay, er hat das von Herzen aus getan. Wie kommt denn das, wenn ich dem... Diese Stadt hier ist schon so verseucht, Bruder, dass viele, glaube ich, sogar denken würden, Bootsy hat mich geteilt. Warum hat er mich geteilt? Will er meine Reichweite? Wenn ich ihn jetzt reposte? Ja. So, okay, Bruder, so habe ich glaub mir, richtig eklig, Digga. Ja, aber das ist richtig, aber, richtig das hat gar nichts irgendwie mit Fame abgreifen zu tun oder Ansehen oder sonst was. Das ist eine charakterliche Eigenschaft, weißt du, wie ich meine, wenn du so denkst, ja, was bist du aber dann für ein Mensch? Die Saat des Verderbens gesetzt. Ja, das finde ich zum Beispiel sehr schade, weil, wie schon gesagt... oder auch Features, Bruder, es könnte viel mehr zusammengehen. Klar, das ist doch viel besser. Es könnte auch viel mehr Beef geben, wenn du schon findest. Ja, okay, Beef muss nicht immer sein. Bruder, noch, das gehört dazu. Ja, du machst Battle Rap, du sagst, du machst Punchlines, Bruder. Ja. Irgendwann wird der Moment kommen, wo einer vielleicht sagt, Bootsy, Digga, so krass bist du gar nicht. Ja. Und dann bringt er einen Seitenhieb. Was machst du dann? Ja, also das muss ja sportlich sein. Aber das Problem ist in München, die denken gerade, das ist dann nicht sportlich. Oder, ach so, ja. Oder es ist dann auch halt auch oft nicht sportlich. Nee, aber oder, das... Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber München, dafür, dass man halt immer sagt, München ist eine Lappenstadt, München ist Polizeistadt, München ist akkurat, München so. Ganz ehrlich, in München, wenn einer sagt, der haut dich weg, dann haut er dich weg. Ja. Oder er probiert es zumindest. Und es ist halt so, dass hier viele das halt nicht als Sport sehen, weißt also. Ja, aber gerade wenn du jetzt so Musik machst, da musst du ja auch ein dickes Fell haben und so, du musst ja auch, normalerweise schon. No. Schon, ist ja klar, es gibt immer Leute, die sagen, ja okay, das gefällt mir nicht oder so. Ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der hört zum Beispiel gar keinen Deutschrap, für ihn ist das katastrophal und der ist auch mein größter Kritiker, zum Beispiel, wenn er meine Songs hört und so, das Erste, was er hört, also egal wie gut das ist, du kannst dem Cool Savage hinsetzen oder Kollege, der ihm, keine Ahnung, 500 Bars um die Ohren haut in 10 Sekunden, so, der sagt einfach nur Müll.
So für ihn, er fühlt es zum Beispiel gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt habe ich ihn mal gecatcht und so, oder mit einem anderen Song, der Bam Bam heißt, oder jetzt mit dem Mamba-Song, da habe ich ihn ein bisschen gecatcht wieder und da hat er gesagt, ja okay, das gefällt mir. Aber das sind zum Beispiel auch so Leute, so wie er, so die gar nichts auch anfangen können damit. Und da musst du halt natürlich auch gewappnet sein gegen sowas. Weißt du, wie ich meine? Weil so, du machst Musik. Du denkst, das ist mein bester Homie und der sagt Müll. Ja, aber so. Chirp, Er sitzt aber so, was, er sagt ja. nur so. Müll. Nur so. Müll. So. Oder gar nichts. Er wird sich jetzt Sagt totlachen. einfach gar nichts. Wenn er das jetzt sieht, er wird sich auf jeden Fall totlachen, safe kommentieren, 100%. Und ja, aber das ist normal so. Ja, klar. Das ist doch klar, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil du machst ja Musik so, das kann ja nicht jedem gefallen. Ist ja wie irgendwelche Klamotten oder. Das ist so oder so, Bruder. Ich finde sowas auch gar nicht schlimm. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wegen diesen Props untereinander und so. Ich finde, du nimmst keinem was weg. Das ist genau das Gleiche wie, wenn du es so siehst, es gibt 1000 Fußballer, 1000 Friseure, 1000 Restaurants, die machen ja auch alle das Gleiche. So, weißt du, wie ich meine? Bruder, ich bin Imbissbesitzer und ich kann dir sagen, da Zum geht's Beispiel. noch dreckiger Siehst zu. du, so. Da geht's noch dreckiger zu, Bruder. Aber nur um ich das. wurde spioniert. Bruder, hör auf. Das Am manchen ist, Standplätzen, du machst auf, Bruder, die Konkurrenz steht da, kauft als erstes bei dir. Weil die Okay. sehen wollen, was verkaufst du, Ja. wie teuer ist es, welche Qualität Ja, ist es. okay. Aber das ist dass wir das Das abschließen. ist Mafia, Bruder. Da ist Deutschrap Kindergarten, Bruder. Ich Ja, schwör's das dir. glaube ich, ja. Aber dass wir das abschließen, dieses Thema, das ist halt einfach eine charakterliche Wenn wir es Eigenschaft. abschließen wollen, Bruder, Ja, dann wollen wir mal damit anfangen ja. und sagen jetzt einfach mal, stelle ich dir die nächste Frage. Mal abgesehen, ob du ihn kennst oder nicht, oder sie kennst oder nicht, wen von München würdest du Props geben? 3 Namen? So, vielleicht kennst du ja nicht mal 3. Ich weiß Ja, nicht, wie, ich muss jetzt wie sehr du kurz, München verfolgst, aber so. also was Support für den Süden und so betrifft, nochmal hier Grüße an Chuveng, bester Mann, auf jeden Fall macht sehr gute Arbeit und das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Also wenn ich jetzt aus München 3 Leute sagen müsste ich kurz überlegen, also zählt Ruhr dazu noch zu München? Natürlich zählt's zu Okay, München. Ruhr finde ich sehr gut. Wen finde ich denn noch? Sie wird dich jetzt scheiße finden, weil du sowas gefragt hast, Bruder. Ja, weil die wohnt ja in Wie? Berlin, Der glaube ich, fragt- oder? Wie der fragt, ja, aber sie ist doch Münchner, Bruder. Ja, gut, aber. Spot wohnt auch nicht mehr im Pott, wohnt in Berlin, macht Ja, aber okay. für Pott Musik, Bruder. Ja, okay, stimmt. Dann, also Ruhr finde ich gut. Wen finde ich noch gut? Da muss ich jetzt echt überlegen. Also jetzt muss ich natürlich Molos sagen, weil ich bin hier. Na, Bruder, musst du nicht. Na, musst du nicht. Ich will schon von dir wissen, so, Nein, so wen du wirklich so dir vorstellen kannst. Okay. Oder wo es auch vielleicht auch so ist, dass du sagst, den würde ich mir auch privat anhören, Bruder. ja, okay, also Ruhr finde ich gut. Ich glaube, man spricht den Wolke aus. Kennst du den Wolke? Ja, kenn ich, hab ich 39? schon gehört. Genau, den finde ich gut. Der macht halt auch so französisch-lastigen Sound und so, finde ich auch sehr geil. Gatti, kennst du Gatti? Gatti kenne ich auch, ja. Gatti kenne ich auch. krass. Gatti ist auch gut. Also jetzt haben wir 2. Und dann nehmen wir einfach noch Gatti, komm. Dann nehmen wir die 3. Gatti ist Dann nehmen wir die 3. auf Französisch total. Bestimmt habe ich jetzt noch irgendjemanden vergessen, aber so spontan so sind die 3 auf jeden Fall. Okay. Die, Und welche 3 findest du scheiße, Bruder? Scheiße. Das ist eine fiese Frage. Die brauchst du nicht Scheiße. beantworten, aber. Oder gibst einen, wo du sagst, boah, das finde ich gar nicht. Kann auch sein. So, ich will Ja, dich jetzt hier nicht in In eine Situationen Bredouille bringen und so. Am nächsten Tag stehen die Jaguars vor deiner Stehen die Tür. Jaguars vor der Tür und so, ja. Scheiße ist im. Oder welche Art von Mucke findest du scheiße in Deutschrap? Gibt's sowas, wo du sagst, boah, Ja, diese Richtung taugt mir gar nicht? es Zum gibt Beispiel was. bei mir ist Cloud-Rap, Bruder. Ich kann Okay. damit nichts anfangen. Ja, das ist auch etwas, wo ich gar nicht feiere. Ich bin jetzt auch nicht mehr so der Fan von dieser, sagen wir mal, so dieses Drogendings so, weißt du, wo du halt den ganzen Tag nur rappst über ich verticke Packs und dies und das. Das ist nicht mehr so meins, das feiere ich nicht mehr so, weißt du. Das höre ich jetzt auch privat nicht mehr, weißt schon, so dieses
Diese Bushido-Sachen meinst du? Ja, wo Bushido war jetzt nicht so. Wer vertickte eine Tonne Kokain? Ja, jetzt nicht so. Oder ist doch gerade seine Hook, Bruder. Schon, aber aktuell, Bruder. Ganz aktuell, Bruder. Ganz das Ding kriege ich nicht mehr los. Das Ding kriege ich heute nicht mehr los. Ja, so Sachen feiere ich jetzt nicht mehr so krass. Und so Drill zum Beispiel. 187 auch nicht, zum Beispiel. 187, ja, ist jetzt nicht so meins. Also jetzt nicht irgendwie, dass das scheiße ist, aber höre ich jetzt privat nicht. Also ich kann dir gerne aufzählen, also bei mir ist es natürlich so, ich höre sehr viel Deutschrap, also Ami-Rap höre ich jetzt zum Beispiel fast gar nicht mehr, außer so alte Sachen. Aber so Ami-Sachen bin ich völlig raus, so da habe ich nichts mehr. Den neuen Scheiß kenne ich da auch nicht. Also ja. Alle heißen auf einmal Little Tick. Ja, da komme ich jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht mehr mit und so, muss ich auch ehrlich zugeben. Da bräuchte man auch, glaube ich, viel zu lange, um da wieder richtig einzusteigen. Ja, aber so deutsche Sachen und so gibt es viele, wo ich sehr gerne höre. Das ist von PA Sports bis Loredana, finde ich auch nice. Bis Shorty finde ich gut. Ich bin eiskalt. Ja, zum Beispiel. Musik finde ich auch gut. Musik ist jetzt aber eher so albanisch. Finde ich auch cool. Keine gute Deutsch. Genau. Und also wenn wir jetzt so national sind, so, da gibt es vieles. Ich bin jetzt zum Beispiel auch wirklich so ein Musikjunkie. So, ich ziehe mir auch wirklich immer freitags Deutschrap. Bei Pumpen schön oder Sound rein. Das oder? auch. Aber da wirst du lachen, da läuft bei mir alles. Da kann auch sogar sein, dass mal Frank Sinatra läuft und so, wenn ich dich trainiere. Weil so, echt, ja. Bruder, aber das ist viel zu langsam zu pumpen. Ja, das geht jetzt nicht nur zu bei den Kniebeugen. Das ist, ja, genau, zum Beispiel bei den Kniebeugen Fly Me to the Moon und so, das ist dann schon sehr nice. Aber das ist halt immer so, zum Beispiel, wenn ich Cardio mache oder so. Ich mag diese Remixe, Frank Sinatra mit B.I.G. gibt es viele Echt? Das kenne ich gar nicht. Muss man eingeben. Frank Sinatra, B.I.G. Muss ich mir mal reinziehen. Gibt's echt? Krasse Sachen, Digga. Oder? Okay, cool, das kenne ich gar nicht. Ja, aber so bei mir ist halt natürlich auch, dadurch, dass ich halt vom Ursprung aus Montenegro bin, habe ich natürlich auch sehr viel balkanlastige Musik. Das ist natürlich klar. Hast du auch, bringst du diesen Einfluss auch in deine eigene Musik mit Ja, ich werde so was Melodien angeht oder sowas? Ja, also beim nächsten Song habe ich auf jeden Fall schon auch auf Jugo und so ein paar Punchlines mit dabei, ja, um ein bisschen so in diese Richtung, das mal anzutriggern. Hau mal eine Punchline raus, so eine, wo dich selber so fesselt, die du letzte Zeit so geschrieben hast. Boah, warte, lass mich kurz überlegen, eine Sekunde, die habe ich erst vorgestern gemacht, um jetzt nicht abzukacken. Warte mal, lass mich kurz überlegen, wie der Einstieg geht. Oder ich müsste kurz lesen, oder ich lese mal kurz, weil nicht, dass ich dir jetzt falsch... Oh, jetzt sieht der Aufnahmeleiter, Butzi hat sein Handy nicht abgegeben. Alle hassen ihn jetzt. Störungen in den Mikrofonen. Hey, Moment. Na, aber hau mal raus, Bruder. Warte nur eine Sekunde, damit ich dir das jetzt, ich habe hier mehrere... Wie zum Beispiel, aber das ist dann ein bisschen melodischer, dann Business je moj ako si ti, za tebe nema mesta, sella wie und so. Das heißt so, das Business ist meins, wer bist du schon? Und für dich gibt es hier keinen Platz, auf Wiedersehen, so mäßig. Und ja, um nicht jetzt so viel zu verraten, so einen kann ich dir noch raushauen. Telefon mi zvoni, hier. Ja sam uvijek busy, brate, telefon mi zvoni, ribe mene jashu kao da sam neki pony. Das bedeutet, ich bin immer busy, mein Telefon ist am Klingeln und ja, und den Rest sage ich dir, wenn die Kamera aus ist. Okay, cool, Mann. Das ist nicht jugendfrei, genau. Dann kommen wir jetzt noch zu den letzten Fragen. Ja. Und das ist wie immer Traumfeature international, Traumfeature national. Oh. Also eine Auswahl. Nur eine, Bruder. Wow, das ist sehr schwer. Okay, national wirst du jetzt natürlich Bushido erwarten. dass du mich Image Pro, Bruder, das geht nicht mehr. Nee, also national sage ich dir PA Sports. Das wäre geil auf jeden Fall. Das wäre so national auf jeden Fall. Und international, ich feiere auch sehr viel französische Sachen. Aber das wäre jetzt natürlich zu langweilig und deswegen nehme ich Senida und Senida ist eine Balkansängerin.
So, die würde ich als international Ja, nehmen. Bruder, im Balkan, die Sänger werden auch noch ganz anders gefeiert. Ja, das stimmt, ja. Die sind da richtige Volkshelden. Das stimmt, ja. Auch die neuen Sachen. Es geht jetzt nicht nur so um die alten Sachen, die immer Klassiker sind, so, sondern auch die neuen Sachen. Also der Sound ist sehr modern, ob jetzt Jala Brat oder wie Senida oder so, die auch mit Raff zum Beispiel einen Song hat. Also, Kannst du ihn mit Raff ja, zusammen? musst du den mal reinziehen, ja. Okay, cool, Mhm. Mann. Du musst den mal reinziehen. Und Ich höre Raff halt selber persönlich nicht so viel, Nicht so? weil ich verstehe manchmal nicht, was er sagt. Mit seinen, ja, weißt du, ich meine, so, das fühle ich nicht, Bruder. ja, Ich es fand gibt, das mit Bones schon ganz geil. Palmen aus Plastik. Dann dieses Tannen aus Gold oder was da noch gekommen ist. ich weiß, was du meinst. Ging auch Ja. noch so, Mhm. weißt. Ich finde halt, der hat die krankesten Beats. Dagegen kann ich nichts sagen. So. Ja, das schon. Und das So. sind halt so Beats, was White Raff hat. Beats, wo man mitgeht. Voll, und das jetzt halt so auf dem Balkan hast du halt dann sowieso diese rhythmischen Sachen und da catchst du die Leute natürlich mit so Beats. So, wenn du dann noch einen Künstler, der angesagt ist aus dem Land, da drauf holst auf den Song, das geht natürlich viral, klar. Und Direkt. dann hast du natürlich auch die ganzen Leute, so wie ich jetzt, die hier geboren sind und so, die verstehen ja dann beide Sprachen und dann geht das Ding ja natürlich durch die Decke, weißt du, und dann, Cool, Mann. ja. Deswegen eine Punchline zum Abschluss noch für dich. Wir lassen nix anbrennen wie Tefal, weil wir Schnee... Na, warte. Nochmal. Jetzt verkackt, weil ich deine Augenbrauen wieder gesehen habe. Komm vorbei, ich mach Wir Friseur lassen so nix auf. anbrennen wie Tefal, weil wir Tee anbrennen nach Schneefall. Geil, Yeah, super. Bruder. Sehr geil. Hat mich sehr gefreut. Mich auch super. Wann ist dein nächster Release? Release nächster ist, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, weil ich jetzt gucken muss auf jeden Fall, dass wir den Song fertig machen. Aber ich denke dann im kommenden Jahr, relativ am Anfang, so im ersten Drittel bestimmt, so Januar bis März. Ja, denk cool. ich. Also, dann sollen die Leute bis dahin weiter noch Mamba pumpen. Genau, Das war dein letzter Song, oder? genau, Mit Video. genau, Aber auf Spotify. genau. Also, haltet euch nicht zurück, Amanakum. Spotify, Playlist, Dauerschleife, gebt euch bös. Das war Bussi, Molus 19, Soundstar Studios, Ciao. Artist Talk. Das war eine weitere Folge Artist Talk. Mein Man Butzi war hier. Lasst ihn alle mal ein Follow da. Teilt und liked das Video. Abonniert Soundstar Studios. Gebt euch bös die nächsten Talks. Es warten noch Hammer-Rapper auf euch. Bis dahin, euer Mono Science 9.